Heute zeige ich euch, wie der Fahrradwohnwagen gebaut ist. Wichtig war mir bei dem Ganzen, damit er natürlich möglichst wenig wiegt und er sollte zerlegbar sein, weil nicht jeder hat ja eine große Garage, wo er so ein doch nicht ganz kleines Gefährt dann parken kann und man braucht dann letztendlich einen Platz dafür. Im Freien will man es, denke ich, dann auch nicht stehen lassen, dazu ist es zu schade. Und deswegen habe ich Wert darauf gelegt, damit man den Wohnwagen zerlegen kann in, sagen wir, überschaubare handliche Stücke, was natürlich auch den Vorteil hat, wenn mal irgendwo was kaputt geht, dann kann man das einfach austauschen oder reparieren, dann betrifft es nicht gleich den ganzen Wohnwagen. Noch wichtig war mir, damit der Wohnwagen mit überschaubarem Werkzeug gebaut werden kann. Das meiste werdet ihr wahrscheinlich zu Hause haben, das heißt eine Bohrmaschine, ein Akkuschrauber, eine kleine Säge. Also eventuell geht es mit einer kleinen Kreissäge oder Stichsäge oder eine Dekopiersäge, da kommt man dann schon relativ weit. Man sollte eben ein bisschen Holz sägen können, ein bisschen Plastik und ein paar Alustangen absägen und das Ganze dann noch verschleifen. Ich habe hier so einen runden Tellerschleifer noch, der ist wirklich ultra praktisch. Kann ich dann vielleicht noch zeigen, wie der aussieht. Und jetzt noch das allerwichtigste Werkzeug. Ein Imbusschlüssel, so ein kleiner, wie man sonst auch für jeden IKEA-Schrank hat oder in etwas komfortablerer Form. In der Größe, wenn man jetzt viel schrauben muss, ist das auf jeden Fall wesentlich angenehmer. Hier jetzt das Ganze von unten. Grundaufbau ist links und rechts zwei lange Holzkonstruktionslatten. Die sind genau 2 Meter lang und dann Querlattungen, die dann nachher als Auflagefläche für die eigentliche Liegefläche dienen. Also von der Konstruktion her total simpel. Hier die Längsträger. Das ist Konstruktionsholz mit, was haben wir hier? 3,4 cm sind es. In der Höhe 5,4 cm kriegt man, glaube ich, so in jedem Baumarkt. Hier außen dran, die Querlatten sind genau das gleiche Konstruktionsholz, eben nur kürzer gesägt für die Querlänge. Hier die Querlatten sind aus etwas dünnerem Konstruktionsholz. Die haben hier eine Stärke von 2,4 cm und eine Höhe von, ich glaube es sind hier eine Höhe von 4,4 cm. Ich hatte mir schon lange überlegt, einen Fahrradwohnwagen zu bauen und dafür einen fertigen Fahrradanhänger als Basis zu nehmen. Das Problem war bisher immer nur, dass ich dann überlegen musste, wie überwinde ich praktisch die Restriktionen oder Vorgaben des Hängers, der Plattform. Und das hätte dann doch meistens einiges an Gewicht und Umständlichkeit bedeutet im Bauen. Und als ich den H2O jetzt vor ein paar Wochen gesehen habe, da war klar, das ist das, was ich brauche, um dieses Projekt hier umzusetzen. Eigentlich möglichst wenig. Letztendlich ist es nur eine Achse, eine kleine Plattform, wo man dann beliebig draufsetzen kann, was man will. Von der Idee her finde ich ziemlich genial. Die einzige Vorgabe, die ich jetzt hier hatte, sind diese 80 cm Breite, wodurch sich dann die 78 cm der Grundkonstruktion ergeben. Ich habe das schon angefangen zu bauen, bevor der H2O überhaupt bei mir war und hoffte, damit es dann reinpasst, aber hat jetzt ganz gut funktioniert. Habe links und rechts noch ein paar Millimeter Spiel, also die 80 cm, ja, die passen dann fast rein. Hätte auch 79 cm machen können. Das wäre dann auf den H2O auch noch drauf gegangen. Dann sieht man hier diese Langdeichsel. Da könnte man laut hinterher sogar 2 hintereinander hängen. War jetzt hier aber nicht erforderlich. Diese Deichsel sind 120 cm, die man da gewinnt. Hier der vordere Aufleger ist festgemacht mit links und rechts je einer Schraube. Das war's schon. Langfristig will ich das vielleicht noch ersetzen durch Metallschrauben, die man dann einfach
lösen kann, eventuell sogar ohne Werkzeug. Weil den Anhänger jetzt nur für den Fahrradwohnwagen zu verwenden, finde ich ein bisschen schade. Den möchte ich dann nachher auch noch für andere Anhänger einfach als Plattform verwenden. Was man hier dann sieht, also er ist dann nur festgeschraubt mit diesen 2 Schrauben hier. Hier ist dann ein schwarz angemaltes Holz, damit es ein bisschen schöner aussieht. Hier vorne die Feststellbremse. Hier sieht man jetzt noch 2 Stangen, die haben eigentlich mit dem Wohnwagen so jetzt erstmal noch gar nichts zu tun. Das sind nachher nämlich die Stangen fürs Vorzelt. Aber die finden hier am Unterboden so schön Platz. Da stören sie niemand, da kann man die wunderbar befestigen. Das ist eine der 4 Stützen, wenn der Wohnwagen geparkt wird, damit er dann wirklich sicher und fest steht. Die kann man hier über diese Schraube einfach lösen. Es rastet hier ein bisschen ein, da hat so Stufen. So, wenn man dann in der senkrechten Position ist, wieder festdrehen. Und die Stütze steht dann wunderbar. Hier als, ja, wie sagt man hier, als Stützfuß verwendet ist so ein Fuß, wie man sonst unter die Möbel oder unter das Bett schraubt. Den kann man hier dann wunderbar noch in der Höhe verstellen. Ist wirklich super, um sich an Bodenunebenheiten anpassen zu können. Hier sind jetzt noch 2 kleine Latten befestigt. Die dienen dazu, damit man hier unten so eine Box reinschieben kann. Die hängt dann unten dran. Hier noch zum Verriegeln 2 kleine Rohre, dann passiert da während dem Fahren auch nichts. Beim Fahren musste ich feststellen, damit die Bodenfreiheit manchmal doch etwas knapp bemessen ist. Deshalb sind hier links und rechts noch 2 kleine Rohre befestigt. Die dienen nur als Puffer, wenn man dann doch mal aufsetzt, damit nicht gleich die Plastikbox hier beschädigt wird. Hier ist noch das Rücklicht befestigt, bestehend aus einer kleinen Powerbank, einem USB-Schalter. Hier noch ein Steuergerät für die LED-Streifen, die hier hinten dran befestigt sind. Und rucki kann man hier dann das als Rücklicht einschalten. Hier der Abstand zwischen den Querlatten ist ca. 12 cm. Das war jetzt so ein Erfahrungswert. Da hat sich dann von der anderen Seite die Hohlkammerplatte, die drauf befestigt wird, einigermaßen stabil angefühlt, damit man auch wirklich mit gutem Gefühl drauf laufen kann und beim Liegen jetzt keine einzelnen Latten irgendwo im Rücken wieder spürt, sondern damit man wirklich eine schöne ebene Fläche hat. Hier links und rechts sieht man noch 2 dunkle Flecken. Das sind jeweils ein Stück Isomatte. Das dient dazu, dass nachher bei der Fahrt, wenn mal Regen ist und das Wasser spritzt hoch, einfach nicht zu viel Wasser hier unten in die Konstruktion reinkommt, sondern daran gleich abprallt. Und ich finde einfach, das Schöne an so einer Holzkonstruktion ist, die ist wirklich einfach, vom Gewicht her denke ich auch sehr akzeptabel und man kann an beliebiger Stelle was dazu schrauben. Hier zum Beispiel noch 2 kleine Rohre, die befestigt sind, die dienen nachher einfach dazu, damit man hier unten am Unterboden, was es ja letztendlich dann ist, noch irgendwas befestigen kann. Also in meinem Fall kommt hier zum Beispiel ein Tisch rein und hier zwischen die Latten passt zum Beispiel noch gut so ein kleiner leichter Stuhl rein. Jetzt schauen wir uns das Ganze natürlich auch noch von oben an. Alle 4 Füße sind jetzt ausgeklappt, damit es dann gut steht. Und dann drehe ich mal die Platte. Also man sieht schon, kann man bequem heben. Hier sieht man jetzt die eigentliche Wohnfläche von oben. Das Silberne ist nur eine Folie, wie man sie sonst für die Windschutzscheibenabdeckung nimmt. In der Mitte mit einem Klebestreifen zusammengeklebt. Diese Folie dient zur Isolation, also zur Wärmeisolation und Schallisolation, damit beim Fahren nachher nichts klappert, weil hier oben ist so eine, ich zeige es hier mal von der Seite,
Polycarbonatscheibe einfach draufgeschraubt. Überall, wo man jetzt so eine schwarze Klammer sieht, ist einfach eine Schraube durch diese Klammern hindurchgeschraubt in den Holzrahmen rein und hält so die ganze Platte an der Konstruktion fest. Hier sieht man so eine Stange, die steckt in den zwei Klammern da drin. Ich zeige mal, die kann man dann einfach mit etwas Kraft, weil die Klammern heben recht fest, kann man die rausmachen. So. Und dieses Prinzip mit den Klammern werdet ihr gleich noch ganz viel sehen, weil der ganze Aufbau praktisch nur über die Klammern zusammengehalten wird. Als Grundkonstruktion dient ein Alugestänge. Wie man gerade gesehen hat, diese Alurohre passen da wunderbar rein in die Klammern. Und auf diese Aluminiumkonstruktion sind dann die Wände und das Dach auch mit den Klammern einfach nur drauf gesteckt. Und jetzt denke ich, kommt der spannendste Moment, denn hier wird jetzt gleich in wenigen Minuten der komplette Aufbau zusammengesetzt. Würde ich jedem empfehlen, als erstes eine Isomatte darauf zu legen als Schutz. Als erstes kommt hier eine komplette Seitenwand. Ich setze die mal hier drauf. Ein bisschen rein, damit sie nicht umfällt. Die besteht hier unten aus einer langen Querstange und von da aus gehen dann 1, 2, 3 senkrechte Stangen nach oben und für die Stabilität hier links und rechts noch jeweils eine schräge Stange. Das Ganze ist symmetrisch aufgebaut. Hier ist genau die Mitte. Hier schon der kleine Getränkehalter. Die Fenster sind da. Die Vorhänge sind auch schon da. Das Wandelement besteht also nur aus diesen Alustangen, die verbunden sind durch diese Kunststoffelemente. Also alles ohne Schweißen. Können wir auch jederzeit wieder auseinander zusammenbauen. Man bleibt da wirklich flexibel. Die eigentlichen Platten, Wandplatten, die sind hier auch nur mit diesen Klammern an den Stangen befestigt. Da geht manchmal ein bisschen schwer weg. Die hier zum Beispiel, die geht leichter. Und dann kann man diese Platten, wenn man will, von dem Gestänge auch komplett lösen. Hier jetzt mal der obere Teil der Seitenwand. Da sieht man dann diese Klammern. Und hier der Rest der Seitenwand, aber auch hier alles praktisch nur über diese Klammern befestigt. Also wenn man will, könnte man nachher einfach eine Seitenwand komplett rausmachen. Hier die zweite Wand. Eigentlich schon recht gemütlich, oder? Jetzt kommen hier noch ein paar Stangen, um die Wände dann quer zu verbinden. Und alles, was man jetzt noch machen muss, ist hier diese Stangen in die Klammern zu drücken. Die Seitenwände sind jetzt fest, indem dass sie hier unten einfach in die Klammern reingedrückt werden. Links und rechts einfach in die Klammern rein. Das ist die ganze Befestigung. Die Wände selber sind hier auch aufgebaut aus Polycarbonat-Hohlkammerplatten. Außen mit einer Folie foliert. Dann hier auf der Kante sitzt eine Dichtung drauf. Und hier innen auf der Innenseite, das ist praktisch eine Trittschalldämmung. Hier auf einer Seite mit Alu beschichtet, die andere Seite so Styropor.
da dachte ich am Anfang, ja, die weiße Seite ist vielleicht etwas schöner für innen. Finde ich nach wie vor schöner. Nur das Problem ist, die weiße Seite ist auch extrem empfindlich. Wenn hier diese Aluschicht drauf ist, dann ist das deutlich besser geschützt. Da passiert also viel weniger. Sonst, wenn man hier vorbeischrammt, dann kratzt man die Oberfläche sehr leicht auf. Um die empfindliche Oberfläche zu schützen, ist hier einfach noch ein Streifen reingeschoben, der übrig war von dieser Trittschalldämmung. Und dahinter sieht man dann hier mit einfachem Klebeband festgeklebt die unteren 50 cm der Wand nochmal eine Fließtapete drauf als Schutz, um diese empfindliche Styroporoberfläche hier ein bisschen zu schützen. Das noch als ganz wichtigen Tipp: Die Wände sind hier außen mit einer Dichtung beklebt. Damit diese Dichtung hält, braucht sie eine gewisse Auflagefläche. Ich ziehe das hier mal ein bisschen ab und dann sieht man, dass auch hier diese Kanten mit Folie beklebt sind. Die Polycarbonatplatten oder Hohlkammerplatten sind sonst hier offen. Das heißt, da gibt es kaum eine Auflagefläche. Deshalb würde ich auf jeden Fall empfehlen, hier diese Kante auch mit einer Folie abzudecken. Ich habe hier jetzt einfach die Folie, die außen drauf ist, auch genommen, um diese Kante abzudecken. Und weil die Seitenwände so noch etwas wackelig sind, geht eigentlich, gibt es hier noch diese Querstangen. Die kommen dann jeweils auf eine dieser 3 Senkrechten. Hier noch eine Stange nachher für die Tür. Und jetzt kommt auch schon das Dach. Das Dach hat hier auch 3 Klammern. Die werden nur hier oben eingeklipst. So sieht das dann von oben aus.
sieht doch schon gleich viel besser aus. Aber irgendwie fehlt doch immer noch was, oder? Ah, ein Rad. Soll ich die Bremse noch feststellen? Und fertig ist der Wohnwagen. Und falls nun jemand sagt, er hat doch gar keine Tür, doch hat er. Also, heute habe ich euch gezeigt, wie der Wohnwagen aufgebaut ist, aus was er besteht, die einzelnen Teile, die Abmessungen, denke die wichtigsten Informationen dürften drin sein. Und falls Interesse da ist und jemand möchte den gleichen oder einen ähnlichen Wohnwagen nachbauen, da werde ich dann noch eine Bauanleitung und Materialliste zusammenstellen. Dann ist es, denke ich, wesentlich einfacher, sich die Teile zusammenzusuchen. Den Wohnwagen innen einzurichten, da bin ich jetzt gerade noch dabei. Mal schauen, wie das dann aussieht. Aber das kommt dann im nächsten Video. Bis dahin sage ich, gute Nacht, euer Ecki.